Ui, das ist gut. Die Innsbrucker Schule ist das Mountainbiken, so wie es die Innsbrucker seit Ende der 80er Jahre massivst betrieben haben. Die Innsbrucker Schule, das meine ich auch ein bisschen ironisch, das rührt aus der Vergangenheit. Vor 10, 20 Jahren waren einfach die Spezialisten unter uns Langsamfahrer, die aber extrem steil und extrem ausbalanciert gefahren sind. Da ist es in erster Linie ums Bewältigen von extrem schwierigen Einzelstellen am Berg gegangen. Sprich, irgendeine engste Kehre, irgendeine steilste Stufe. Ich weiß, das habe ich gemacht und das hat, glaube ich, einmal funktioniert. Vielen Dank. Ciao. Ciao. Aufpassen, steil. Ja. Damals vor 15, fast 20 Jahren, wo wir angefangen haben, die Stelle auszuknobeln, haben wir einfach ein Seil gebraucht. Ich bin dann rauf, habe mit der Benzinbohrmaschine ein paar Bolz gebohrt, ein Seil gespannt, quasi als Geländerseil, um den mehr oder weniger tödlichen Absturz unter Umständen verhindern zu können. Wir sind dann die letzten Jahre natürlich das Ganze auch ohne Seil gefahren und mittlerweile ist es soweit, dass wir das ein bisschen nachstellen. Probieren die Stelle und vielleicht geht's gut. Ja, anderer Mythos ist der verrückte Eduard. Da gibt es im unteren Bereich so 2 Schlüsselstellen, die habe ich jahrelang schon offen gehabt. Und da habe ich gewusst, die untere Stelle ist der hier schon gefahren. Aber ich habe es noch nie gesehen und habe nie gewusst, wie genau. Aber irgendwie war mir schon klar, das muss irgendwie gehen. Genau so geht's. Und jetzt heuer ist eigentlich alles zusammengekommen. Also gute Form über das ganze Jahr aufgebaut. Und nachher habe ich eigentlich schon das Selbstvertrauen gehabt, dass ich gedacht habe, hey, jetzt könnte es klappen. Und dann hat es funktioniert und das war sicher eine von den Highlights des ganzen Jahres. Damals eigentlich durch Zufall beim Bikekurs beim Pico dabei gewesen und wo ich gesehen habe, was er alles fährt, dann habe ich eigentlich gleich gewusst, das will ich haben. Ich habe mein erstes Bike 1985 bekommen und wir sind damals schon im Wald herumgefahren, aber dann gleich mal auf den Berg rauf. Wir wollten auf keinen Fall auf Forstwegen runterfahren, sondern auf Wanderwegen und Steigen. Und die sind rund um Innsbruck herum verdammt steil. Und so ist uns nichts anderes übrig geblieben, als uns eine Technik zurechtzulegen, mit der es möglich war, so steil zu fahren. Das war eigentlich der Ursprung vom Wordriding. Outside the wall.
just too dumb to quit your thirst. Später ist es dann ein bisschen breiter getreten worden. Wir haben uns auch auf andere Spezialisierungen eingelassen, zum Beispiel Downhill. So schnell wie möglich am Berg runterfahren, übt genauso eine Faszination auf mich aus. Allerdings, ich komme immer wieder zurück aufs Wörthreiten, weil es einfach ein Gaudi ist. Man kann sich gegenseitig ein bisschen messen, man kommt an sein eigenes Limit. Es ist auch Furcht und Respekt dabei. Das Extrem-Equipment vor 15 Jahren hat so ausgeschaut. Ich habe eine 300 mm Federweggabel vorne gehabt, die Mazzocchi Supermonster. Ich habe hinten ein 24 Zoll hinteres Laufrad gehabt mit 3 Zoll breiten Reifen. Noch kein Gazzelotti hinten, vorne die 300er Gabel. Bin dahergekommen wie, was weiß ich, mit einem Chopper. Teilweise hat es gebracht, teilweise nicht. Durchgesetzt hat es sich nicht, aber es war eine coole Zeit.